Lisa und Tom diskutieren darüber, ob soziale Medien mehr Vor- oder Nachteile haben. Tom, ich habe letztens einen Artikel gelesen, der behauptet, dass soziale Medien unsere Gesellschaft ruinieren. Was hältst du davon? Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite verbinden sie Menschen weltweit, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Probleme. Meiner Ansicht nach überwiegen die negativen Auswirkungen. Cybermobbing, Fake News und ständige Ablenkung. Das finde ich wirklich bedenklich. Da gebe ich dir zwar recht, aber man sollte nicht vergessen, dass soziale Medien auch viele Chancen bieten. Zum Beispiel kann man leicht mit Freunden in Kontakt bleiben, ganz egal, wo sie leben. Das kann man so sehen, aber ich bin der Meinung, dass die ständige Erreichbarkeit auch stressig ist. Man fühlt sich unter Druck gesetzt, sofort zu antworten. Da stimme ich dir vollkommen zu. Alles in allem kommt es darauf an, wie man soziale Medien nutzt. Es lässt sich nicht leugnen, dass jeder selbst gewisse Grenzen ziehen muss. Leichter gesagt als getan. Viele Menschen verbringen Stunden auf Plattformen wie Instagram oder TikTok, ohne es zu merken. Das ist zweifelsohne ein Problem, dennoch lernen manche dadurch auch neue Dinge. Meines Erachtens gibt es viele Inhalte, die Bildung oder soziale Themen fördern. Das klingt zwar gut, aber Hand aufs Herz. Wie viele schauen wirklich solche Inhalte an? Die meisten scrollen doch einfach nur sinnlos durch ihre Feeds. Das kann ich nicht leugnen, aber soziale Medien dienen auch als Plattform für wichtige Themen, zum Beispiel Klimaschutz oder soziale Gerechtigkeit. Nicht selten starten große Bewegungen dort. Ein Stück weit hast du recht, aber ich habe oft das Gefühl, dass viele Menschen dort nur eine Show abziehen, um Likes zu bekommen. Ich habe den Eindruck, es gehe weniger um Inhalte als um Aufmerksamkeit. Da ist was dran, aber letztlich sind soziale Medien nur ein Werkzeug. Wie man damit umgeht, liegt in unserer eigenen Verantwortung. Und trotz allem, für junge Leute kann das sehr gefährlich sein, weil sie sich ständig mit perfekten Bildern vergleichen. Ohne Frage kann das problematisch sein. Aus meiner Sicht ist es wichtig, den richtigen Umgang damit zu lernen. Man könnte sagen, Eltern und Schulen haben da eine große Verantwortung. Das unterschreibe ich sofort, wobei viele Erwachsene auch nicht viel besser damit umgehen. Kein Wunder in der heutigen Zeit. Vielleicht bräuchten wir mehr Aufklärung für alle Altersgruppen. Genau das finde ich auch. Aber glaubst du, die Plattformen selbst werden sich jemals ändern? Ich bin da zwiegespalten. Einerseits liegt es an den Nutzern, andererseits müssten auch die Unternehmen verantwortungsbewusster handeln. Da habe ich meine Zweifel. Viele Firmen wollen nur Profit. Warum sollten sie von sich aus etwas ändern? Das ist eine berechtigte Frage. Nichtsdestotrotz kann sich etwas bewegen, wenn genug Druck von der Gesellschaft kommt. Mag sein, aber viele Menschen haben sich bereits daran gewöhnt und wollen nichts ändern. Das sehe ich anders. Ich glaube, dass soziale Medien unsere Zukunft prägen werden. Es wäre daher klüger, sie positiv zu nutzen, als sie komplett abzulehnen. Da könntest du recht haben. Wie bei vielen Dingen im Leben kommt es wohl auf das richtige Maß an. Ganz genau. Das Wichtigste ist, bewusst zu entscheiden, wie man Technologie einsetzt. Und vielleicht öfter mal das Handy weglegen und das echte Leben genießen. Absolut. Am Ende des Tages sollte uns Technologie helfen und nicht beherrschen. Anna und Lukas diskutieren über die Vor- und Nachteile von verschiedenen Reisearten, besonders Pauschalreisen und Individualreisen. Also Lukas, ich habe mir überlegt, diesen Sommer eine Pauschalreise zu buchen. Was hältst du davon? Um ehrlich zu sein, bin ich kein großer Fan von Pauschalreisen. Meines Erachtens sind sie oft zu unflexibel. Das kann sein, aber ich bin der Meinung, dass man dadurch eine Menge Stress spart. Man sollte bedenken, dass alles organisiert ist und man sich um nichts kümmern muss. Das leuchtet mir ein, aber wenn du mich fragst, erlebt man viel mehr, wenn man seine Reise selbst plant. Man kann spontan entscheiden, was man machen möchte. Das könnte stimmen, aber wie oft geht das schief? Mir ist es lieber, wenn alles vorgebucht ist.
Ich kenne Geschichten, wo Leute stundenlang ein Hotel suchen mussten. Das gehört doch zum Abenteuer dazu. Heutzutage kann man mit Apps und Bewertungen viel im Voraus planen, ohne gleich alles durchorganisieren zu müssen. Ich verstehe deinen Standpunkt, aber ich fühle mich wohler, wenn ich weiß, dass alles geregelt ist. Unterkunft, Transfers, Ausflüge, alles aus einer Hand. Allerdings landet man dann oft in riesigen Hotels mit hunderten Touristen. Bist du sicher, dass das deinem Urlaub entspricht? Warum nicht? Man sagt ja, dass man so leichter Leute kennenlernen kann und neue Freundschaften schließt. Das kann schon sein. Ich finde jedoch, dass kleinere, authentische Unterkünfte viel mehr Charme haben. Dadurch lernt man Einheimische besser kennen. Möglicherweise, aber Individualreisen sind doch oft teurer, oder? Man kann nicht leugnen, dass Pauschalreisen häufig günstiger sind. Das muss nicht immer der Fall sein. Wenn du früh buchst oder flexibel bist, kannst du genauso ein Schnäppchen bei Individualreisen machen. Mag sein, aber für viele Leute ist eine Pauschalreise ideal, weil sie nicht stundenlang planen können oder wollen. Da gebe ich dir recht, trotzdem sollte man die Umwelt nicht vergessen. Es ist doch bekannt, dass Massentourismus großen Schaden anrichten kann. Stimmt schon, aber es gibt ja auch nachhaltige Pauschalreisen. Wenn du mich fragst, könnte man einen Mittelweg finden. Das wäre eine gute Idee. Bei Individualreisen hast du allerdings mehr Kontrolle, um umweltfreundliche Entscheidungen zu treffen. Da hast du möglicherweise recht. Aber für diesen Sommer bleibe ich erstmal bei meiner Pauschalreise. Es erscheint mir einfach entspannter. Das ist ein gutes Recht. Hauptsache, du genießt deinen Urlaub. Wir können ja später darüber sprechen, wie es war. Auf jeden Fall! Und vielleicht überzeugst du mich eines Tages von einer Individualreise. Das wäre großartig. Apropos, wohin soll es denn eigentlich gehen? Ich denke an Spanien oder Griechenland. Beide Länder bieten tolle Strände und viel Kultur. Gute Wahl. Wenn ich dir einen Tipp geben darf. In Griechenland gibt es abseits der Touristenorte wunderschöne Inseln, die man auf eigene Faust erkunden kann. Das klingt verlockend, aber wie komme ich dahin? Bei Pauschalreisen ist ja alles zentral organisiert. Genau darum geht es mir. Wenn du selbst buchst, kannst du Fähren oder lokale Anbieter nutzen und Orte entdecken, die nicht im Reiseführer stehen. Daran zweifle ich ein wenig, weil ich die Sprache nicht spreche. Das könnte zum Problem werden, wenn ich alles alleine plane. Keine Sorge, die meisten Leute sprechen heutzutage Englisch, zumindest in den touristischen Gebieten. Mag sein, aber ich mag es, in einer Reisegruppe zu sein. So hat man immer Gesellschaft und kann sich gegenseitig helfen. Das verstehe ich. Allerdings kann es auch anstrengend sein, wenn die Gruppe nicht harmoniert oder der Zeitplan zu eng ist. Genau dafür gibt es ja Reiseleiter, die alles im Griff haben und viele Tipps geben können. Das ist sicherlich ein Vorteil. Aber stell dir vor, wie frei du wärst, wenn du deinen eigenen Zeitplan hättest. Keine festen Zeiten, keine Verpflichtungen. Das klingt zwar schön, aber ich lege Wert darauf, dass ich mich entspannen kann, ohne viel organisieren zu müssen. Vielleicht ist es wirklich eine Typfrage. Ich bin eher der Abenteurer, du eher die Planerin. So ist es. Aber wer weiß, vielleicht buche ich nächstes Jahr eine Individualreise. Es schadet ja nicht, Neues auszuprobieren. Absolut. Und wenn du magst, helfe ich dir gerne bei der Planung. Deal. Und wenn du mal Lust auf eine Pauschalreise hast, weißt du ja, an wen du dich wenden kannst. Mal sehen. Für mich bleibt das Abenteuer aber immer im Vordergrund. Und für mich die Erholung. Aber am Ende wollen wir beide nur eines: schöne Erinnerungen sammeln. Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Egal wie man reist, Hauptsache man genießt es. Eben. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden: Spanien oder Griechenland? Ich bin gespannt, wohin es dich zieht. Halt mich auf dem Laufenden, wenn du gebucht hast. Mach ich. Und danke für deine Tipps, Lukas.